Der Himmel über der DDR. Ohne Wissen der Öffentlichkeit spielt sich hier fast 40 Jahre lang eines der gefährlichsten militärischen Duelle zwischen den Supermächten ab. Immer wieder dringen US-amerikanische Spionageflugzeuge in den Luftraum der DDR ein. Sie spionieren und provozieren. Ein ständiges Ärgernis für die sowjetische Luftabwehr. Das war ein sehr, sehr gefährliches Spiel von Amerikanern und unsere Seite war mehrere Male herausgefordert, so oder so zu beantworten. Nur selten gelingt es der Sowjetunion, ein amerikanisches Spionageflugzeug tatsächlich abzuschießen. Und nur dann wird die Weltöffentlichkeit mit dramatischer Geste informiert. Die sichergestellten Filme, sichtbarer Beweis für die Absichten des Gegners. Von den Ausmaßen der Luftspionage über die DDR und der damit verbundenen Gefahr erfährt die Weltöffentlichkeit nichts. Erst jetzt, Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, sind die geheimen Akten freigegeben. Wenn die Sowjets auf die Radarschirme schauten, konnten sie eigentlich nur raten. Na, das wird wohl ein Spionageflug sein. Aber sie konnten nicht sicher sein, dass dieses Flugzeug, das da über die DDR Richtung Sowjetunion fliegt, nicht vielleicht eine Atombombe dabei hat, die für den Kreml bestimmt ist. Jederzeit kann ein Spionageflug den Krieg zwischen den Supermächten auslösen. Die Welt am Rande der atomaren Katastrophe. Das ist ein Horror. Darüber denkt man nicht nach. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, über die denkt man nicht nach, weil sie einfach zu furchtbar sind. Amerika 1946, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die heile Welt einer Supermacht, an der der Krieg beinahe spurlos vorübergegangen ist. Das Atombombenmonopol macht das Land praktisch unangreifbar. Im Gefühl der Sicherheit wird der Verteidigungsetat reduziert, die Armee verkleinert. Ehemalige Rüstungswerke werden auf die Produktion von Konsumgütern umgestellt. Doch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs bleibt präsent. Im Pentagon in Washington arbeiten die Experten bereits an einer neuen Strategie. Hinter verschlossenen Türen geht es um die Frage, wie die Atombombe im Kriegsfalle am besten eingesetzt werden kann. Es geht darum, wie sich Amerika davor schützen kann, angegriffen zu werden. Der Kalte Krieg hat bereits begonnen. Die Sowjetunion ist der neue potenzielle Feind. Dem zugrunde lag die Erfahrung von Pearl Harbor. Die Amerikaner sind überrumpelt worden. Sie hatten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie hatten keine Vorstellung davon, dass die Japaner in der Lage sein würden, Pearl Harbor anzugreifen. Und die Amerikaner wollten nie wieder so überrumpelt werden. Und daher wollten sie so viel wie möglich über die furchtbare Bedrohung herausfinden, der wir durch die Russen ausgesetzt waren. Um vor einem Überraschungsangriff sicher zu sein und um strategische Ziele für einen möglichen Atomschlag festzulegen, beschließt das US-Verteidigungsministerium 1947 ein gewaltiges Programm. Der gesamte Ostblock von Wladiwostok bis Ostberlin soll aus der Luft überwacht und fotografisch erfasst werden. Wichtig sind neben den großen Städten vor allem Truppenübungsplätze und Kasernen, Rüstungsbetriebe und Nuklearanlagen, Bahnlinien und Verkehrsknotenpunkte. Bevor diese Flüge begannen, gab es von den Gebieten jenseits des Eisernen Vorhangs nur deutsche Luftfotos aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und die reichten nur bis zum Ural. Es war einfach eine große weiße Palette. Und jetzt war es möglich, diese Palette mit Farbe zu füllen. Im Zentrum des Interesses der Spionageflüge die deutsch-deutsche Grenze. Hier an der Nahtstelle der Systeme ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass aus dem Kalten
ein heißer Krieg wird. Deutschland ist, als Erbe des Zweiten Weltkriegs, ein besetztes Land. In Ostdeutschland stationiert die sowjetischen Besatzungstruppen, die stärkste Armeeformation des gesamten Ostblocks. Über 300.000 Mann unter Waffen. Dies ist der Ort, an dem die Sowjets am wenigsten wollen, dass die westlichen Militärs wissen, welche Mittel sie haben, wie die Luftverteidigung organisiert ist, wie die Bodentruppen ausgestattet sind. Und so haben sie es dort so schwer wie möglich gemacht, in den Luftraum einzudringen. Ein politisches Ereignis erleichtert den Amerikanern den Versuch, so viel wie möglich über die in Ostdeutschland stationierten Truppen herauszufinden. 24. Juni 1948. Die Sowjetunion sperrt die Verbindungswege nach West-Berlin. Sie will die Westalliierten zur Aufgabe der Stadt bewegen. Nur aus der Luft kann die Millionenstadt in den nächsten Monaten versorgt werden. Viele Male täglich fliegen die Rosinenbomber nach West-Berlin. Grundlage dafür sind die zwischen den Besatzungsmächten vereinbarten Luftkorridore. Alliierte Hoheitsrechte, die auch für die Sowjetunion unantastbar sind. Im Schatten der Rosinenbomber 6 Aufklärungsflugzeuge der US Air Force, ausgerüstet mit modernster Fototechnik. Ihre Aufgabe ist es, so viel wie möglich vom sowjetisch besetzten Ostdeutschland zu fotografieren, ohne als Spionageflugzeuge erkannt zu werden. Doch die Fotoaufklärung ist nur die eine Seite. Will man die Atombombe als Abschreckungswaffe einsetzen, muss man auch in der Lage sein, sie an der feindlichen Luftabwehr vorbei ins Ziel zu bringen. Wir haben versucht herauszufinden, wo man zwischendurch fliegen kann. Wenn man, sagen wir mal, durch die DDR und Polen einen Angriff auf die Sowjetunion fliegen möchte, muss man wissen, wie man es schafft, vom Radar nicht erkannt zu werden. Oder wie man es täuschen kann, also so tun kann, als wäre man gar nicht da. Zusätzlich zu den Fotoaufklärern fliegt deshalb noch ein besonderes Flugzeug die Strecke nach Berlin. Um kein Aufsehen zu erregen, ist es nur nachts im Einsatz. Eine B-17, umgebaut zum Radaraufklärer. Sie soll Lücken im sowjetischen Verteidigungssystem ausfindig machen. Man versucht herauszufinden, auf welchen Frequenzen gesendet wird, wie oft sie Beep, Beep, Beep oder Bäp, Bäp, Bäp machen. Und es gibt Spezialisten, die das ständig abhören. Auch nach dem Ende der Berliner Blockade, ein Jahr später, gehen die Spionageflüge in den Luftkorridoren weiter. Doch entgegen den Hoffnungen der Amerikaner bleibt dies den Sowjets nicht verborgen. Wünsdorf. Das Hauptquartier der GSSD, der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, südöstlich von Berlin. Auch nach der Gründung der DDR 1949 bleibt die militärische Befehlsgewalt ausschließlich hier, bei der sowjetischen Armee. Im Bunker von Wünsdorf wird der gesamte Luftraum über der DDR überwacht. Alle Flugzeuge, egal ob Zivil- oder Militärmaschinen, die den Korridor nach West-Berlin durchfliegen, werden genau beobachtet. Jeder verdächtige Vorgang in den Luftkorridoren löst auf den zuständigen sowjetischen Militärflugplätzen Alarm aus. Einer der Piloten, die in der DDR ihren Dienst tun, ist Vitali Iwanikow. Auf dem Flugplatz Zerbst ist er in ständiger Gefechtsbereitschaft. Mich bringt so schnell nichts aus der Fassung. Hauptsache, ich führe den Truppenbefehl aus. Das heißt, den Gegner finden, sich ihm nähern, über Funk Bericht erstatten und den Befehl ausführen. Oder du musst den Gegner umfliegen, weil er dich entdeckt hat. Oder du setzt dein Feuer zur Vernichtung ein. Das ist alles, woran ich denke. Egal, was er da fotografiert oder wie er es fotografiert. Alle westlichen Flugzeuge, die den Radarbeobachtern verdächtig erscheinen, werden von sowjetischen Abfangjägern in Eskorte genommen, in großer Höhe und oft unsichtbar für deren Piloten und Insassen. Verlässt eine Maschine den durch die Luftkorridore vorgeschriebenen Kurs, gehen die sowjetischen Militärs davon aus, dass es sich um ein Spionageflugzeug handelt.
Zum Nachdenken bleibt den sowjetischen Piloten keine Zeit. Die Beobachtung betrifft nicht nur Militär, sondern auch Zivilmaschinen. Reisende, die per Flugzeug nach Berlin unterwegs sind, ahnen meist nichts von dem Risiko, das selbst die kleinste Abweichung vom vorgeschriebenen Kurs mit sich bringt. 29. April 1952. Eine Maschine der Air France, wie sie ständig auf dieser Strecke im Einsatz ist, befindet sich auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Berlin-Tempelhof. Beim Überflug über Sachsen-Anhalt kommt die Air France vom Kurs ab. Die zumeist deutschen Passagiere sind vollkommen ahnungslos. Unterwegs sehen wir sehr hübsch und schnittig einen sowjetischen Düsenflieger, der mit den Flügeln wackelt. Nun nahmen wir an, das war also irgendwie eine Ehrenbezeugung oder Freundschaftsbeweis. Das Wackeln mit den Flügeln, in Wirklichkeit die international gängige Aufforderung zur Landung. Der französische Pilot reagiert nicht. Da eröffnen zwei sowjetische MiGs das Feuer. Der Pilot flieht in die Wolken und entkommt, trotz zahlreicher Einschüsse. Mit schweren Treffern, insgesamt 89 Einschüssen und Beschädigungen des Leitwerks, der Kabine und der Tragflächen erreichte die Maschine Berlin. 2 Passagiere wurden verletzt. Der Pilot der Air France versicherte, den Luftkorridor während des Fluges nicht verlassen zu haben. Direkt neben meinem Sitz, da war schon ein kleiner Streifschuss im linken Oberarm. Ich stand also auf, aus alter Kommisserfahrung, volle Deckung. In dem Moment ein Volltreffer auf die linke Seite, Splittermunition oder Explosivgeschoss. Und die Dame vor mir, die fiel wie vom Blitz getroffen auf die rechte Seite. Offenbar war die also schwerer verwundet wie ich. Der Zwischenfall mit der Air France wird zum Aufmacher der Wochenschau. Der Grund für den Beschuss der Maschine ist jedoch unbekannt. Ob es sich um einen Fehler der sowjetischen Luftabwehr oder um einen zivil getarnten Spionageflug gehandelt hat, bleibt unklar. Bis heute. Anfang der 50er Jahre. Das amerikanische Monopol ist gebrochen. Auch die Sowjetunion hat jetzt die Atombombe. Das nukleare Wettrüsten der Supermächte bestimmt die Weltpolitik. Nach den Jahren der Sicherheit Hysterie in Amerika. Das ganze Land bereitet sich auf den Atomkrieg vor. Also der Anzug ist aus diesem Material hier gemacht. Innen ist eine Membranschicht, die atomarer Strahlung Widerstand leistet. Okay, Richard, dann mach mal los. Das Klima des Kalten Krieges ist günstig für Scharfmacher auf beiden Seiten. Oberster Chef der strategischen Luftstreitkräfte in dieser Zeit ist Curtis LeMay. Im Zweiten Weltkrieg war er für das Bombardement japanischer Städte verantwortlich. Curtis LeMay ist ein Mann, der den Krieg liebt. Er war wirklich ein sehr grimmiger, ungestümer Mann. Sie haben bestimmt schon Geschichten von ihm gehört. Er war eher ein Gorilla als ein Mensch. Er trug meistens Sonnenbrille, seine Handflächen waren behaart und die Knöchel seiner Hände schleiften über den Boden, wenn er ging. Er hasste alles und jeden, ganz besonders die Russen. Er hasste sie wirklich. Aber zu uns war er fabelhaft. Offutt Air Force Base, Nebraska.
Von diesem unterirdischen Kontrollraum aus lässt Curtis LeMay den Luftraum der Sowjetunion überwachen. Von hier aus werden auch die Spionageflüge koordiniert. Geht es nach Curtis LeMay, sollen die Flüge allerdings noch einen ganz anderen Zweck erfüllen. Es gibt zahlreiche sich ergänzende Hinweise, dass LeMay etwa um 1954, also in einer Zeit, in der Amerika stark und die Sowjetunion schwach war, dachte, man solle den Dritten Weltkrieg so schnell wie möglich hinter sich bringen, indem man die Russen provozierte und provozierte, bis sie von sich aus angriffen. Man könnte den folgenden Krieg mit minimalen Verlusten zu Ende bringen und die Sowjetunion als rauchenden Parkplatz zurücklassen. Als der amerikanische Präsident Harry Truman von der Politik LeMays erfährt, untersagt er sofort alle Flüge über dem Territorium des Ostblocks. Doch Curtis LeMay, selbst leidenschaftlicher Pilot, weiß sich zu helfen. Er schickt seine Ausbilder nach England. Auf dieser Airbase an der englischen Ostküste werden britische Piloten auf ihren Einsatz im modernsten amerikanischen Spionageflugzeug vorbereitet, der nagelneuen RB-45. Geplant ist ein Flug tief in die Sowjetunion hinein. Chef der britischen Mission ist John Crampton. Dieses große amerikanische Flugzeug war einfach wunderbar. Wenn man sich auf den Pilotensitz setzte, hatte man das Gefühl, auf einem Thron zu sitzen. All die Instrumente lagen herrlich vor einem ausgebreitet. Alles war sehr gut gemacht, sehr schön geformt. Ich hatte sehr großes Vertrauen in dieses Flugzeug. In jedem Quadratzentimeter der RB-45 steckt modernste Foto- und Radartechnik. In alle Richtungen soll fotografiert werden. Nach unten, zur Seite, nach hinten und nach vorne. Um die Sowjets zu täuschen, werden die Hoheitszeichen der US Air Force übermalt und durch die Signes der Royal Air Force ersetzt. Die Besatzungsmitglieder erhalten falsche Karten, um sich im Falle einer Gefangennahme herausreden zu können. Doch zunächst muss getestet werden, ob die sowjetischen Militärs in der Lage sind, die RB-45 als Spionageflugzeug zu erkennen. Es wurde entschieden, ich solle ein Flugzeug nehmen und damit über die DDR nach Berlin und noch etwas weiter nach Osten fliegen, also einige 100 Kilometer in die russische Zone hinein, um zu sehen, wie die Russen auf mich reagieren würden. Der Einsatz über der DDR. Testflug für eine der wichtigsten Spionagemissionen des Kalten Krieges. Man hätte zum Beispiel hören können, wie sich die Russen über Funk über dieses unbekannte Flugobjekt unterhalten. Was ist das? Lasst es uns herausfinden und, wenn nötig, abschießen. Es gehört dort nicht hin. All das hätten sie sagen können, aber nichts dergleichen geschah. Sie hätten auch versuchen können, ein Flugzeug hochzuschicken, um uns abzufangen. Aber sie haben nichts getan. 16. April 1952. Nach dem erfolgreich bestandenen Test über der DDR machen sich 3 Maschinen gleichzeitig auf einen Spionageflug tief in die Sowjetunion hinein. Ziel ist es, Flugplätze, Nuklearanlagen und große Städte zu erfassen, von denen der Westen bis dato fast keine Kenntnisse hat. Auf einen möglichen Abschuss sind die Piloten nur mit ihrem britischen Humor vorbereitet. Wir bekamen einen Kompass, eine Karte und eine eiserne Ration, die in unseren Fliegerstiefeln steckte. Wenn wir abgeschossen worden wären, hätten wir also in etwa gewusst, wo wir waren. In etwa. Mit einem Kompass und einer Karte war man zwar im Prinzip durchaus in der Lage, nach Hause zu laufen, aber das Gebiet war ja so groß, so enorm groß. Die Chancen, nach Hause zu laufen, waren eigentlich gleich 0. Und sie haben uns nichts gegeben, keinen Hinweis oder Rat, was wir tun sollen. Ich habe mich immer gefragt, warum sie uns nicht ein paar Rubel und die Telefonnummer der britischen Botschaft in Moskau mitgegeben haben.
Die Mission ist erfolgreich. Alle 3 Flugzeuge kehren nach England zurück, wohlbehalten, aber nicht unbemerkt. Ohnmächtig müssen die Russen mit ansehen, wie ihr Luftraum verletzt und das gesamte Territorium ausspioniert wird. Im Kreml wächst die Nervosität. Nur zu gern würden die sowjetischen Militärs demonstrieren, dass sie in der Lage sind, den eigenen Luftraum erfolgreich zu schützen. Ein Jahr später bietet sich die Gelegenheit. Der Schauplatz? Das Grenzgebiet zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Am 12. März 1953 dringt eine britische Militärmaschine bei Boitzenburg einige Kilometer in den Luftraum der DDR ein. Nur wenige beobachten den Vorfall. Günter Puchert ist damals bei der Grenzpolizei der DDR. Als ich aus dem Fenster sah, bemerkte ich, wie eine riesige Tragfläche brennend vom Himmel kam über unsere Dienststelle. Dort bekam ich Angst, ich löste Alarm aus, damit uns nichts passiert. Aber dank der Windkonstellation damals wurde diese brennende Tragfläche ca. 100 Meter weiter getragen und kam dort am Wald zum Absturz. Zwei Treffer zerreißen das britische Flugzeug in der Luft. Das Leitwerk stürzt in die Elbe, der Rumpf auf ein freies Feld. Günter Puchert ist mit seinem Motorrad sofort zur Stelle und findet einen Verletzten. Wir haben ihn behutsam in den Beiwagen gelegt und sind dann sturstracks die F5 entlang nach Boitzenburg und haben ihn dort beim Notdienst abgegeben im Krankenhaus. Wie bei jedem militärischen Zwischenfall wird das Gebiet von der sowjetischen Armee sofort weiträumig abgesperrt. Auch in Boitzenburg gelingt es jetzt kaum noch jemandem, durch die Absperrungen bis zum Unglücksort vorzudringen. Man hatte mich durchgelassen, weil ich einen Roten Kreuzwagen fuhr, denn es war abgesperrt bereits von den Russen. Ich bin etwas später gekommen und habe mich dann auf das Feld begeben, wo der Rumpf lag. Bin durch den Rumpf marschiert, habe mir die Motoren angesehen, die eben mit der Erde in den Acker gestürzt waren, und bin dann zu der Kanzel gegangen, wo 3 Piloten noch drin lagen. Allerdings hatten die keine Gesichter mehr. Die waren mit der Kanzel und mit dem Kopf direkt in die Erde gefallen, mit großer Wucht. Das Flugzeug ist vollständig zerstört. Auch für die Besatzungsmitglieder, denen es im letzten Moment gelungen war, mit ihren Fallschirmen über dem nahen Wald abzuspringen, gibt es keine Rettung mehr. Was mich dabei berührte, war, dass die Freunde, sagten wir damals, ja, die russischen Soldaten da ungeniert in ihren Brotbeuteln rumkramten, um noch etwas essbare Schokolade oder sowas zu finden. Der Hund nagte an der Schädeldecke und ich war davon schon irgendetwas bestürzt. Ich habe das nicht lange ansehen können. Zum ersten Mal ist es der Sowjetarmee bei Boitzenburg gelungen, über der DDR ein westliches Militärflugzeug abzuschießen. Warum die Maschine überhaupt in die DDR einflog, ist bis heute jedoch unklar. Wahrscheinlich hatten sich die Briten diesmal wirklich nur verflogen. Soweit ich herausfinden konnte, war dies kein Spionageflug. Aber der Abschuss fand in einem Gebiet statt, in dem vorher Spionageflüge über die Grenze durchgeführt worden waren. Es gab also bereits beträchtliche Spannungen. Und die Russen hatten nicht die Fähigkeit zu unterscheiden, welches Flugzeug was genau tat. Der Abschuss bei Boitzenburg macht zum ersten Mal deutlich, wie gefährlich die Spionageflüge sind und führt zu mehr Vorsicht auf westlicher Seite. In den Korridoren nach Berlin fühlen sich die Alliierten jedoch sicher. Besonders die Amerikaner spionieren unvermindert weiter. Um so viel wie möglich von der DDR zu erfassen, wird die Breite des Korridors vollständig ausgenutzt.
Der Korridor ist sehr schmal, nur etwa 15 Kilometer breit, wenn ich mich richtig erinnere. Idealerweise flog man entlang der Mittellinie. Es gab aber auch Ziele etwas links oder rechts. Dann sind wir natürlich von der Mittellinie abgewichen, um eine bessere Sicht dieser Ziele zu bekommen. Wenn die Ziele noch weiter weg waren, sind wir ganz an den Rand des Korridors geflogen und haben uns schräg in die Kurve gelegt, um das Ziel, das wir suchten, mit den Kameras besser erfassen und fotografieren zu können. Unzählige Fotos entstehen in dieser Zeit vom Gebiet der DDR. Vor allem von Kasernen, Bunkeranlagen und Truppenübungsplätzen der sowjetischen und ostdeutschen Armee. Nach jeder Landung setzen Experten die Fotos wie bei einem gewaltigen Puzzle zusammen. Die belichteten Filme werden sofort entwickelt und zur Auswertung gegeben. Sobald die Negative aus der Entwicklung kamen, haben wir sie auf durchleuchteten Tischen, die etwa 3 Meter breit und 1 Meter lang waren, angeschaut. Wir haben die Filme komplett über diese Tische gezogen. Und was wir gemacht haben? Wir haben die Negative ganz genau angeschaut. Es gab immer mehrere Ziele, die bei einem Flug fotografiert werden sollten. Zuerst haben wir geschaut, ob die Ziele überhaupt erfasst worden waren. Dann haben wir geschaut, ob es Veränderungen zum letzten Mal gab. Die Fotoauswertung. Der entscheidende Moment. Ende 1958 sehen die Experten auf ihren Bildern verdächtige Vorgänge in den Wäldern nördlich von Berlin. Was sie nicht wissen: Atomraketen werden in die DDR gebracht. Eine streng geheime Aktion, die selbst der DDR-Führung verborgen bleibt. Die Stationierungsorte: Fürstenberg und Vogelsang nördlich von Berlin. Die Amerikaner sehen auf ihren Bildern nur verdächtige Bunkeranlagen. Doch wofür diese vorgesehen sind, das wissen sie nicht. Im Prinzip war es damals so, dass 1958, 59 natürlich noch nicht so viele Erkenntnisse über entsprechende ähnliche Anlagen in der Sowjetunion vorhanden waren wie zu einem späteren Zeitpunkt. Deshalb war also 1958, 59 ist relativ unwahrscheinlich, dass also die Amerikaner sofort die Bedeutung dieser Anlagen erkannt haben. Man wusste, da geschehen merkwürdige Dinge, denn zum Beispiel die Bauarbeiten in Fürstenberg waren relativ gut über den alliierten Luftkorridor nachzuverfolgen. Um herauszubekommen, was bei Fürstenberg und Vogelsang tatsächlich vor sich geht, machen sich Angehörige der alliierten Militärmissionen auf den Weg. Die Angehörigen sind offiziell Verbindungssoldaten zwischen den Westalliierten und der sowjetischen Armee. Sie haben einen Sonderstatus und dürfen sich in der DDR frei bewegen. Und sie nutzen dies, um so viel wie möglich über die sowjetische Armee herauszufinden. Tabu für die Angehörigen der Militärmissionen sind lediglich die militärischen Sperrgebiete. Fast 1/3 des Gebietes der DDR. Auch die Raketenanlagen in Fürstenberg und Vogelsang liegen in einem solchen Sperrgebiet. Dort einzudringen ist mit großem Risiko verbunden. Also wir haben versucht, außerhalb dieser Sperrgebiete zu bleiben und sind nur mitten in der Nacht hineingefahren. Dann haben wir die Aufklärung betrieben, die nötig war, und sind wieder rausgefahren, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Nach einem halben Jahr intensiver Spionage ist den Amerikanern klar, es handelt sich tatsächlich um Atomraketen. NATO-Code SS-3, die Ziele London, Paris, das Ruhrgebiet. Mit dieser Entdeckung wächst der Druck auf die Sowjets. Sie müssen reagieren, bevor die Weltpresse von den Vorgängen erfährt. Auf der einen Seite hat man also massive Propaganda gegen die Atombewaffnung der Bundesrepublik geführt. Und hätten dann die Amerikaner gesagt, ja, warum regt ihr euch auf? Ihr stationiert ja selber Atomwaffen in der DDR. Das wäre natürlich, sagen wir mal, ein herber Schlag für die sowjetische Propaganda gewesen. Das Ergebnis? Nur wenige Monate nach der Stationierung werden die Atomraketen abgezogen.
Die DDR ist wieder atomwaffenfrei. An der deutsch-deutschen Grenze führen die USA jetzt sogenannte Peripherieflüge durch. Sie haben vor allem das Ziel, Truppenbewegungen rechtzeitig zu erkennen. Der Westen hat Angst, dass sich der Ostblock unter der Tarnung eines Manövers auf einen Angriff vorbereitet. März 1964. In der DDR findet das traditionelle Frühjahrsmanöver der Staaten des Warschauer Paktes statt. Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR, die Sowjetunion, alle wichtigen Armeen des Ostblocks sind versammelt. Die westlichen Spionagedienste sind in Alarmbereitschaft. Um das Manöver auch aus der Luft zu beobachten, macht sich am 10. März 1964 ein amerikanisches Spionageflugzeug auf den Weg zu einem Peripherieflug entlang der deutsch-deutschen Grenze und dringt dabei in den Luftraum der DDR ein. Kurz nach 16 Uhr wird von der sowjetischen Luftüberwachung Alarm ausgelöst. Per Funk kommt der Befehl, sofort gefechtsbereit zu sein. Das heißt, du sprintest aus deinem Haus, setzt dich in den Flieger. Die Triebwerke sind bereits vorgewärmt. Der Funk steht. Der Techniker wirft dir den Motor an. Die Bremsklötze werden von den Rädern genommen. Die Triebwerke wirbeln alles auf. Alles rennt. Die Soldaten räumen das Rollfeld. Das war's. Keine weiteren Formalitäten. Заглушки всякие, там много чего. Это бойцы быстренько разметают, все это летит, и все. Никаких формальностей. Nur 3 Minuten brauchen die sowjetischen Piloten aus Iwanikows Geschwader bis zum Start. Iwanikow soll mit seiner MiG die Flucht des US-Jets über die deutsch-deutsche Grenze verhindern. Nach wenigen Flugminuten haben sie Sichtkontakt mit dem Gegner. Schauplatz der dramatischen Verfolgungsjagd Gardelegen, die Perle der Altmark. Eine Stadt mit damals etwa 12.000 Einwohnern. Nicht weit von Gardelegen, mitten im Manövergebiet, wohnt Hartwig Lenz. Er ist damals 14 Jahre alt und hat sich an diesem Tag mit seinen Freunden verabredet. Am 10. März 1964 war ein sehr schöner Tag gewesen, also vom Wetter her, Sonnenschein. Und wir Jungs haben dann auf dem Fußballplatz Fußball gespielt. Am Rande des Fußballfeldes sowjetische Soldaten, die gerade Pause vom Manöver haben. Auch sie wissen nicht, was in diesem Moment über ihren Köpfen passiert. Da hat man plötzlich so dumpfe Schüsse gehört, so bum, bum, bum ging das. Und die Russen, die haben alle nach oben geguckt, wir auch. Und da konnten wir sehen, wie plötzlich, das sah aus, ein Körper, der vom Himmel runtergeflogen kam, so wie eine brennende Zigarre, hat sich gedreht und wir haben gedacht, na das ist ja toll, das ist ja richtig schönes Manöver. Der Luftkampf über Gardelegen, kein Manöver, sondern bitterer Ernst. Als der amerikanische Pilot die Aufforderung zur Landung ignoriert, erhält Iwanikow den Befehl zum Abschuss. Ich hatte ihn erst unten getroffen, war aber nur eine Kleinigkeit. Es hat Funken gegeben, aber er ist noch geflogen. Aber als ich die Rakete gezündet hatte, ist bei ihm ein großes Stück rausgeflogen. Ein sehr großes Stück. Und diese fliegenden Teile sind mir entgegengeflogen. Links an mir flog ein großes Stück an meinem Triebwerk vorbei. Eins ist in meine Maschine gerast und hat mein Leitwerk beschädigt. Ich machte dann eine Kehrtwende und sah über den rechten Flügel hinweg eine Explosion. Weil wir richtig dann wieder mitgekriegt haben, einen richtigen großen Knall und wie dieses Flugzeug dann brennend, also richtig so ein Tiefflug
runter, wo wir angenommen haben, Mensch, der knallt ja mitten hier ins Dorf rein. So sah ja das erstmal so aus. Ja, wir haben, wenn ich jetzt so hoch gucke, wir haben ja so hier im Dorf gestanden, also auf diesem Bauernhof und konnten so, der war direkt über uns. Also die Gardelegener haben Glück. Der US-Jet stürzt nicht in die Stadt, sondern auf eine nahegelegene Waldlichtung. Auch diesmal wird das Gebiet von sowjetischen Militärs weiträumig abgesperrt. Ein US-Jet ist bei Magdeburg vom Radar verschwunden. Dies ist die einzige Information, die die Angehörigen der US-Militärverbindungsmission von ihrem Hauptquartier erhalten. Sofort machen sich die Amerikaner in Potsdam auf den Weg, dicht gefolgt von der Stasi, die jede Bewegung der US-Militärs auf DDR-Territorium argwöhnisch begleitet. Man bediente sich der Militärverbindungsmissionen, um die Spionagetätigkeit zu forcieren. Gleichzeitig damit musste eine zunehmende Brutalität und Unverfrorenheit bei ihren Einsätzen registriert werden. Wir sind so schnell wie möglich gefahren, in der Hoffnung, dass wir die Verfolger abschütteln können. Unsere maximale Geschwindigkeit war 200 Kilometer pro Stunde. Auf der Autobahn lassen sich die Verfolger nicht abhängen. Erst als Wolfgang Preisler den bewährten Trick anwendet und auf Waldwege einbiegt, verlieren sie den Kontakt. Nach 4 Stunden Fahrt erreichen die US-Militärs das Gebiet nahe der Unfallstelle. Wir sind auf verschiedenen, sehr verschlungenen Wegen gefahren. Und dann sahen wir ein brennendes Wrack. Und das Interessanteste, in den Bäumen hingen Aluminiumfäden. Und das zeigte natürlich, dass hier etwas Außergewöhnliches vor sich gegangen war. Die Aluminiumfäden, ein Zeichen, dass der US-Jet in letzter Minute versucht hatte, das sowjetische Zielradar zu stören. Die Unfallstelle haben die Amerikaner erreicht, doch sie werden von sowjetischen Militärs zurückgewiesen. Erst als sie sich später in Gardelegen umhören, erfahren sie mehr über das Schicksal der Piloten. Von 2 Schulkindern. Sie kamen näher und einer fragte mich, bist du ein Freund von den anderen Amerikanern? Und ich sagte natürlich auf Deutsch, was meint ihr denn? Und er sagte, nun, 3 Amerikaner sind heute in das Krankenhaus gekommen, in dem meine Mutter arbeitet. Wir dachten, ihr seid vielleicht deren Freunde. Und ich sagte, erzählt uns noch mehr. Und der Junge sagte, seine Mutter habe ihm erzählt, einer sei schwer verletzt, aber die beiden anderen hätten nur leicht verbunden werden müssen. Das ist alles, was ich weiß. Dann sagten sie auch schon, tschüss, wir müssen zur Schule und verschwanden. Und das war natürlich genau die Information, nach der wir suchten. Und wir bekamen sie überraschenderweise von 2 Schuljungs, die nicht älter als 8 Jahre waren. Die offizielle amerikanische Reaktion? US-Militärjet kommt versehentlich vom Kurs ab und wird abgeschossen. Von einem Spionageflug ist keine Rede. Im Weißen Haus wird US-Präsident Johnson informiert. Das Telefonat mit seinem Sicherheitsberater, festgehalten in einem bisher nicht veröffentlichten Tonbandmitschnitt. 3 Piloten sind mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug abgesprungen, das als RB-66 identifiziert wurde und in der Nähe einer Stadt namens Gardelegen abgeschossen wurde. Es scheint, als müssten wir den Jungs mal beibringen, wie man nach Hause fliegt. Es ist doch die Hölle, an einem solchen Ort vom Kurs abzukommen. Warum passiert es den anderen nicht auch mal, vom Kurs abzukommen? Darauf habe ich keine Antwort. Wahrscheinlich haben sie härtere Sicherheitsvorkehrungen als wir. Die RB-66 war ein Spionageflugzeug. Und die Russen waren gerade in der Mitte ihres Frühjahrmanövers. Gab es ein Interesse auf unserer Seite, dieses Manöver zu beobachten? Ja, natürlich. Wir haben das Flugzeug wahrscheinlich hochgeschickt, um so viel wie möglich darüber herauszufinden. Was wahrscheinlich nicht beabsichtigt war, dass das Flugzeug so weit in ostdeutsches Gebiet eindrang. Also würde ich sagen, dass die Russen sogar ein Recht hatten, das Flugzeug herunterzuholen. Aber wahrscheinlich war es ein Pilotenfehler, so weit in die DDR einzudringen.
Der Abschuss bei Gardelegen ist der letzte ernste Luftzwischenfall über der DDR. Die Spionagesatelliten, die ab Mitte der 60er Jahre immer bessere Bilder liefern, lösen die gefährlichen Flüge über gegnerisches Gebiet in ihrer Bedeutung ab. In den Korridoren nach Berlin, wo gefahrlos spioniert werden kann, gehen die Flüge trotz der Satellitentechnik weiter, bis 1990. Die DDR ist vermutlich das aus der Luft meist fotografierte Gebiet der Welt. Ich habe mal eine grobe Schätzung gemacht über die Anzahl der Flüge in den Korridoren und in diesem Kreis um Berlin herum. Es waren ungefähr 25.000 Flüge in über 40 Jahren. Es gab eine Werbeparole für Touristen nach West-Berlin. Als ich das Motto hörte, dachte ich, oh ja, für uns war Berlin 25.000 Reisen wert. Erst mit der deutschen Vereinigung werden auch die Spionageflüge im Luftkorridor nach Berlin eingestellt. In den Himmel über Ostdeutschland ist die Ruhe zurückgekehrt. Kalter Krieg war immer so, wie gesagt, Kalter Krieg und war weit weg in der DDR groß geworden und Friedenssicherung. Dann muss ich jetzt sagen im Nachhinein, mein lieber Mann, wir wussten als DDR-Bürger sicherlich überhaupt nicht und wir auch speziell hier in der Heide, wie gefährlich wir eigentlich gelebt haben, wie rings um uns herum eigentlich große Weltpolitik gemacht wurde.